Die JUKO für mich in einem Wort: Gemeinschaft. Faszinierend. Erfahrungsreich. Community. Encouragement. Großartig. Klimagerechtigkeit ist ein Thema, was bisher viel zu wenig aus der Perspektive von jungen BIPOCs betrachtet wird. Und wenn wir über Klima reden, dann müssen wir über Rassismus sprechen. Wir müssen über soziale Gerechtigkeit oder Ungleichheit sprechen. Deswegen müssen wir die Jugendlichen erreichen und ihnen auch vermitteln, hey, deine Perspektive, die ist nicht heute nur wichtig, auch für die Zukunft. Und deswegen bin ich gespannt, was hier heute diskutiert wird, welche Themen in den Vordergrund gestellt werden und welche Lösungen die jungen Menschen entwickeln. Also meine Vision für eine klimagerechte Zukunft ist eine Zukunft ohne Kapitalismus und Ausbeutung. Dass wir Diskriminierung, Rassismus und alle Arten von Ignoranz abschaffen. Es ist wichtig, halt die Meinung von BPOCs halt über das Klima auch zu berücksichtigen. Als ich so jung war, hatte ich diese ganzen Fragen noch gar nicht im Kopf. Deswegen finde ich es so schön, dass sie zusammen einen Code of Conduct erstellt haben und die einfach zeigen, dass sie bereit sind zu schauen, wo Ungerechtigkeiten liegen, wie Macht reproduziert wird. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Meine Highlights bei der JUKO waren erstens natürlich, dass so viele Jugendliche zusammenkommen, die alle zwar so unterschiedlich sind, aber wir alle immer noch dieses gemeinsame Ziel verfolgen. Auf jeden Fall der Workshop, weil wir hatten Science Fiction und da konnten wir halt irgendwie die Welt der Kreativität mit auch Klima und Rassismus verbinden und ich finde, das ist irgendwie so eine coole Sache. My highlight at Youth Congress was the awareness team actually. It was very helpful for us that you can just go talk about anything. So that was very nice. Ich fand das super stark, wie kritisch die Jugendlichen sind. Also nicht nur mit den Themen, über die sie diskutieren. Ich fand es dann aber auch sehr schön, wie kritisch die dann auch mit dem Konzept der Veranstaltung an sich waren. Also die wissen so, das ist einfach unser Ort und wir beschweren uns auch, wenn der nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Also was ich von dem Jugendkongress 2023 mitnehme, ist auf jeden Fall, dass wir eine eigene Meinung haben und dass wir sie auch repräsentieren dürfen oder aber auch müssen, weil sie sehr wichtig ist für das Mitverständnis und verstehen können, was andere Leute halten und denken. Wir nehmen verschiedene Erfahrungen mit von Mitmenschen, ja, auch andere Perspektiven, weil ich finde, das macht einen zu einem besseren Menschen, wenn man einfach diese Empathie mehr hat, so wenn man einfach die Erfahrungen kennt von anderen Menschen. Meine Forderung an die Politik und Gesellschaft wäre, dass man mehr gegen Rassismus tut oder auch mehr für den Klimawandel. Vor allem Rassismus im Bildungswesen. Unabhängigkeit von der Geldperspektive, also zum Beispiel von Lobbyismus, weil sehr oft handeln ihre Entscheidungen oder was sie tun darauf, wie nicht die Gesellschaft, sondern die Reichen es sehen werden, wie es für sie ist. Also für eine klimagerechte Zukunft fordere ich von der Politik, dass die endlich mal mehr Dampf machen für die Unternehmen, welche eben hauptsächlich für diese großen Klimaschäden zuständig sind. Es geht um uns und es geht immer davon aus, was wir tun. Wenn wir zusammen solidarisch sind, dann können wir was verändern.